Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es einmal um den BMW E60, wie man den notentriegelt, und wahrscheinlich guckst du dir das Video an, wenn du gerade Zündschloss nicht anbekommst, Motor ausgebaut, Getriebe abgebaut und du musst ihn von A nach B bewegen, oder du stehst irgendwo auf der Autobahn und guckst dir gerade das Video an. Deswegen will ich auch nicht lange schnacken. BMW E60, Baujahr 2009, 145 kW, das ist Facelift mit M-Paket. Aber ich denke mal, beim Vor-Facelift dürfte es nicht anders sein. Kommen wir aber zu. Auf jeden Fall Facelift, 3 Liter Diesel. Und wie man das Ganze notentriegeln kann, würde ich euch sehr gerne zeigen. Dafür benötigt ihr einen Imbus oder einen Stab, was ungefähr diese Länge, diesen Durchschnitt hat. Und einmal so ein Zähleistenkeil oder Schraubenzieher oder Gewalt, was natürlich nicht der richtige Weg ist. Und wie man das Ganze notentriegeln kann, würde ich euch gerne zeigen. Los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer, und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt: 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt, oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Und zwar läuft das Ganze wie folgt ab. Wir können den hier jetzt halt, Moment, so, wir haben den auf P und wir können den jetzt nicht mehr irgendwohin bewegen. Der ist und bleibt auf P. So, wir wollen den jetzt einmal notentriegeln, dann nehmt ihr einmal den Zähleistenkeil, beziehungsweise eigentlich müssen wir die Blende abmachen, die untere, aber wir fangen mit dieser Blende an. Das könnt ihr runterdrücken und hochziehen. Und dann haben wir alles einmal komplett ab. Ihr könnt auch das Teil hier einzeln abmachen, falls ihr das auch mal reinigen möchtet. Das ist relativ leicht abzumachen. Also ist ein Zweiteiler. Und dann sehen wir hier schon das Ganze. Hier findet sich einmal ein Loch. Da macht ihr den Imbus rein und bewegt ihn dann einfach einmal komplett nach unten. Dann habt ihr den Seilzug einmal gelöst und schon könnt ihr sehen, dass er automatisch auf neutral gegangen ist. Mehr ist es auch nicht. Und wenn ihr das wieder entfernen wollt, den einfach rausziehen. Das war's. Dann geht er wieder auf P. Also Imbus oder was weiß ich, einen Stock da rein und dann einmal klack, fertig. Ja, und anschließend natürlich wieder zusammenbauen, ganz einfach. Das zusammenklipsen. So. Ja Leute, und so schnell und einfach kann man ein Auto notentriegeln. Das war übrigens ein 5er Imbus, den wir benutzt haben. Ja, also, ihr könnt natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, wofür ihr das Fahrzeug notentriegelt habt. Ich hoffe natürlich nicht zum Autoklau. Und ja, schreibt es natürlich gerne unten in die Kommentare, wofür ihr das Fahrzeug entriegeln musstet. Und ich hoffe, mit dem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung, auch von dem Werkzeug bzw. von den Zähleistenkeilen machen wir unten das Ganze mal rein. Und ihr könnt natürlich auch unten gerne in die Kommentare schreiben, bei welchen Fahrzeugen wir noch die Notentriegelung durchführen sollen, können, möchten, beziehungsweise ihr möchtet. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, ist immer noch kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!